Willkommen zur zweiten Folge des Aon Dach Cyber Resilience Insights. Ich bin Philippe Sejalon, CEO und Co-Founder des Engage Institutes und führe euch durch diesen Podcast. Unsere beiden Cyber-Experten heute sind Manuel Peschlatko, Head Cyber Specialty bei Aon Schweiz und Österreich, und Jakob Burkhardt, Head of Broking Specialties bei Aon Deutschland. Hi, wie geht's euch und was macht ihr bei Aon im Bereich Cyber? Hi, Jakob Burkhardt mein Name und wie gesagt, ich verantworte hier den Bereich des Brokings bei Aon Cyber in Deutschland und gebe gerne an dich weiter, Manuel. Hallo Phil, auch von meiner Seite. Ich freue mich auf den zweiten Podcast. Wie du bereits angeführt hast, mein Name ist Manuel Peschlatko und ich verantworte in der Schweiz den Bereich Cyber, auch in Österreich. Dazu gehört das klassische Versicherungsbroking, aber auch die Beratung und auch Themen wie die Berufshaftpflichtversicherung oder geistiges Eigentum. Die Versicherungen in diesem Bereich sind bei mir angesiedelt. Jakob, wie hat sich der Cyberversicherungsmarkt seit Ende 2024 verändert? Und auf die nächste Frage wirst du wahrscheinlich ja sagen, aber sollte man eine Cyberversicherung abschließen? Danke für die Frage. Sollten Kunden eine Cyberversicherung kaufen? In unseren Augen natürlich, weil wir wollen auch heute ein bisschen aufzeigen, was bringt einem eigentlich diese Versicherung als Kunde, wie ist sie aufgebaut und was sind da vielleicht auch für Bausteine mit involviert, die man gar nicht so sehr sofort auf dem Schirm hat. Das ist so die Thematik, die wir heute gerne mal beleuchten wollen. Was beobachten wir? Wir beobachten weiterhin einen schon kompetitiven Cyberversicherungsmarkt, vor allem bei gut aufgestellten Risiken. Das ist wichtig hier nochmal zu betonen. Was wir weiterhin sehen, das sind vor allem etablierte Cyberversicherer oder etablierte generell große Versicherer vermehrt wieder in den Markt zurückkommen wollen, ihre Kapazitäten erhöhen wollen und selbstverständlich auch die neueren Player, die in den letzten Jahren auf den Markt gekommen sind, weiterhin Kapazitäten platzieren wollen, was halt einen Wettbewerb schafft, den wir halt natürlich sehr gerne für unsere Kunden nutzen. Hier gilt es zu erwähnen, man kann natürlich gerade viel Preise drücken, man kann Preise nach unten verhandeln. Das ist in unseren Augen aber vor allem in so einer Marktphase und auch einer so jungen Sparte wie Cyber jetzt nicht der einzige Weg, was wir hier gerade als Makler zu tun haben. Wir sind vor allem aktuell dabei, die Wordings, die Makler-Wordings weiter zu professionalisieren, weiterzuentwickeln generell. Und ja, es ist noch ein junges und hybrides Versicherungsprodukt, was aus Produkten besteht, die es auch schon gibt, beispielsweise Haftpflicht oder auch die Betriebsunterbrechung, was man aus den Property-Policen kennt. Und hier gilt es einfach, dort das Produkt, wie schon gesagt, weiterzuentwickeln, einfach auf ein anderes Level zu heben. Und wir haben da auch in der Dachregion wirklich investiert in Personal, die sich halt wirklich ausschließlich zum Teil darum kümmern, Wordings weiterzuentwickeln und Wordings auch auf ein anderes Level zu heben. Und was uns da auch noch in die Karten spielt, ist, dass wir auf EMEA-Ebene auch Verantwortliche haben, die zum Teil wirklich auf sehr hohe internationaler Ebene da auch bei den Verhandlungen unterstützen, was uns natürlich auch sehr viel weiterhilft, wenn wir uns halt wirklich auf Absprachen in höheren Kreisen berufen können. Und wenn wir uns jetzt so die ganze Thematik auf der Risikoerfassungsseite anschauen, ist natürlich gerade so das größte Thema, das was in aller Munde ist, so künstliche Intelligenz. Und Manuel, ich weiß ja, dass du schon den ein oder anderen Vortrag dazu halten durftest. Vielleicht willst du dann kurz einmal übernehmen. Klar, also wenn ich darf, noch eine Ergänzung zum Marktumfeld. Klar, du hast erwähnt, der Markt ist noch jung, Cyber ist enorm dynamisch, vielschichtig. Gleichzeitig lernt der Markt aber wahnsinnig schnell dazu. Nehmen wir den Stromausfall oder Blackout von letzter Woche in Spanien, Portugal, sogar in Teilen von Süden von Frankreich. Das war keine gezielte Cyberattacke, hätte es sein können, der uns aber allen nochmals gezeigt hat oder klar vor Augen geführt hat, wie verletzlich unsere Infrastruktur letztlich ist. Für uns als Makler heißt das, wir müssen bei jedem Ereignis genau hinschauen. Was bedeutet ein solcher Schaden für den Versicherungsschutz unserer Kunden? Und genau diese ständige Veränderung oder dieser Abgleich ist beides, Fluch und Segen. Sie zwingt uns, am Ball zu bleiben. Und das ist, glaube ich, auch, was Cyber von den klassischen Sparten unterscheidet. Wir sehen echte Schadenfälle bei jedem Unternehmen täglich. Viele davon selbstverständlich verlaufen glimpflich, sonst würde das Produkt nicht weiter existieren, aber sie passieren. Und das zeigt auch, wie stabil und lernfähig der Markt in Wahrheit schon ist. Aus meiner Sicht wird das manchmal in der Diskussion auch vergessen.
Aber Thema KI ist natürlich ein Gamechanger. Wir sehen, 70% der Unternehmen oder unserer Kunden haben sie bereits im Einsatz, also stehen kurz davor. Die Technologie wird natürlich auch bei den böswilligen Angriffen eingesetzt. Angriffe werden präziser, sie werden schneller, sie werden auch viel schwerer zu erkennen. Aber was wir auch in der Praxis sehen, ist, dass der Einsatz sehr stark funktional getrieben ist. Also was kann das Tool? Und weniger durch klare Richtlinien, Governance. Dabei sind aus meiner Sicht gerade diese Punkte zentral. Oder hat das Unternehmen überhaupt den Überblick, wo überall diese Technologie im Einsatz ist? Gibt es Verantwortlichkeiten? Gibt es KPIs, also Kennzahlen? Denn auch KI ist kein Selbstzweck, oder? Sie muss irgendeinen Beitrag dazu leisten zum Geschäftserfolg. Und aus einer Cyberversicherungssicht sind das alles hochrelevante Themen. Oder KI ist letztlich eine Software, also grundsätzlich mitversichert. Aber wenn wir genau hinschauen, dann müssen wir die Use Cases, also die möglichen Schadensszenarien, die auch dem Kunden vorschweben, im Kopf haben. Also was passiert, wenn eine KI systematisch diskriminiert? Was passiert, wenn sie zu einem physischen Schaden führt? Und all diese Themen, bei den Themen müssen wir die Hausaufgaben machen, weil nicht alles sind Cyberversicherungsthemen, aber sie sollten irgendwo in einem Produkt subsumiert werden. Manuel, das führt uns direkt zum heutigen Thema. Wie sieht eigentlich ein modernes Deckungskonzept aus und worauf sollte man besonders achten? Danke für diese Frage. Immer schwierig oder ein Thema, wo wir uns tagtäglich damit aufhalten, runterzubrechen in eine ganz kurze Zeit, aber ich versuche mal mein Bestes. Also ein modernes Versicherungsprodukt basiert im Kern aus 3 Bestandteilen oder 3 Modulen. Und das macht es auch besonders. Einerseits das Krisenmanagement, da geht es wirklich um die akute Hilfe im Schadenfall, um den Eigenschaden, also Schäden, die man selber tragen muss direkt. Und Drittschäden, also wenn ein Dritter geschädigt wird und das dann versucht einzuklagen. Wieso sage ich das? Weil das Produkt historisch ist aus den Drittschäden entstanden und ist letztlich dann zu diesen 3 Modulen zusammengewachsen. Das erste Modul ist eben Krisenmanagement. Also im Ernstfall geht es nicht nur darum zu zahlen seitens Versicherer, sondern es geht eben auch ums Handeln. Unternehmen bekommen durch die Police Zugriff auf spezialisierte Partner, von Forensik über rechtliche Beratung bis hin zu Verhandlungsexperten bei Erpressungsversuchen. Gerade bei Ransomware ist entscheidend, schnell die richtigen Leute an Bord zu haben. Und man darf nicht vergessen, oder vor allem kleine und mittlere Unternehmen haben oft kein eigenes Krisenteam. Da ist ein Zugang von Spezialisten Gold wert. Bei größten Unternehmen, wo wir auch spezialisiert sind, geht es eher um eine gezielte Ergänzung, also subsidiär, wenn intern gewisse Ressourcen knapp sind oder externe Ressourcen auch ausfallen. Die zweite Säule, das zweite Modul, betrifft die Eigenschäden. Was kostet ein Vorfall? Plakativ gesagt intern. Typischerweise, wie das auch Jakob angesprochen hat, ein Betriebsunterbruch bis hin zu Datenwiederherstellung, IT-Notbetrieb oder auch der Ersatz von Software bis hin zu Hardware sogar. Das Prinzip kennt man aus der Sachversicherung. Ein Brand führt zu einem Schaden am Gebäude, der Betrieb steht still und genau dieses Prinzip lässt sich übertragen auf den digitalen Raum. Dieses Modul subsumiert man unter Shorttail, also vergleichsweise schnell nach dem Vorfall findet auch die Abwicklung statt. Der dritte Baustein sind die Drittschäden, also Ansprüche von außen, etwa von Kunden, deren Daten betroffen sind, oder von Behörden. Und gerade im internationalen Kontext natürlich hochkomplex, weil es gelten komplett andere Regulierungen in den USA versus Europa oder Asien, ganz zu schweigen Südamerika, wo ich herkomme. Also die Haftungen sind nicht nur teuer, sondern auch sehr schwer vorherzusagen. Und diesen Teil nennt man Longtail. Das heißt, der Vorfall und die Abwicklung oder die Klage können relativ weit auseinander liegen. Im Schnitt sagt man im Cyberbereich ungefähr 5 Jahre. Also Cyber in Summe ist keine Standardversicherung, sondern ein hybrides Produkt, ein Sammelsurium, das Elemente aus verschiedenen Sparten kombiniert. Und das in einem Umfeld, das sich technisch, regulatorisch, aber auch operativ unglaublich schnell verändert. Für uns als Markt natürlich unglaublich reizvoll. Das ist, glaube ich, ein Grund, wieso ich auch Jakob und ich in dieser Sparte arbeiten. Ist interessant. Wir können mit den Kunden das zusammen gestalten, das Produkt, weil nach wie vor denken wir oder sind überzeugt, dass von der Stange in der Cyberwelt nicht funktioniert. Jakob, gerade beim Krisenmanagement steckt der Teufel ja oft im Detail. Welche Stolperfallen begegnen dir hier in der Praxis am häufigsten und was muss im Vertrag unbedingt klar geregelt sein?
Also das, was wir vermehrt beobachten, ist halt wirklich, dass es ungemein wichtig ist, dass Kunden gut aufbereitete und bestenfalls getestete Krisenreaktionspläne haben. Da vor allem der Faktor Zeit bei einem Cybervorfall unfassbar wichtiger ist. Also je schneller und je professioneller man mit der Situation einfach umgeht, desto geringer fällt auch der Impact für den Kunden aus. Also das sehen wir tatsächlich vermehrt bei Vorfällen, die auch Kunden bei uns melden, dass diese ganzen Themen, diese ganzen Sicherheitsmechanismen, die die Kunden vorhalten, auch Versicherern gegenüber in Dialogen oder in Fragebögen nachweisen, dass die immer besser funktionieren. Und deswegen ist es, wie schon gesagt, super, super wichtig, dass diese Krisenreaktionspläne einfach funktionieren. Was wir auch in der Praxis weiterhin gesehen haben, sind natürlich auch negative Beispiele. Also so ein Beispiel, was mir jetzt gerade so in den Sinn kommt, ist, dass ich seitens einer Auslandseinheit von Aon angesprochen wurde und informiert wurde, dass ein Kunde im Ausland einen Vorfall hat. Dann bin ich quasi auf den deutschen Kunden, der auch international der Verantwortliche ist, zugegangen und habe ihn von diesem Vorfall berichtet. Der war überhaupt noch nicht informiert und war natürlich auch entsprechend wirklich nicht amused darüber, da man hier wirklich gesehen hat, dass diese internen Meldeprozesse einfach nicht eingehalten wurden und somit hatte man dann halt auch tatsächlich in der Organisation so ein paar Themen und der Schaden wurde dann halt auch im Endeffekt nicht so gut abgewendet, wie man das hätte machen können. Und deswegen ist es auch so, dass wir wirklich regelmäßig Kunden dazu raten, diese Krisenreaktionspläne intern durchzuspielen. Und was wir auch regelmäßig anbieten, sind, dass wir Schadenworkshops durchführen. Das ist dann häufig mit den IT-Verantwortlichen, mit den Versicherungsverantwortlichen gemeinsam. Wir nehmen da auch gerne mal den führenden Versicherer mit ins Boot, um halt wirklich ein Verständnis zu schaffen, wie diese Police funktioniert. Und was auch zu beobachten ist, dass Versicherer das auch vermehrt einfach fordern. Weil ein Versicherer will natürlich, dass der Schaden für ihn so gering wie möglich ausfällt und so wahrscheinlich mit die beste Methode dahingehend ist halt, dass natürlich Krisenreaktionspläne funktionieren. Dann, was gibt es noch so in Wordings zu beachten? Also was wir sehr gerne in unseren Wordings vereinbaren ist, dass Kunden die Möglichkeit haben, auf Wunsch auch ihre eigenen Krisendienstleister zu definieren. So der ein oder andere CISO, also Chief Information Security Officer, kennt vielleicht auch aus der Praxis den ein oder anderen Dienstleister, mit dem er gerne zusammenarbeiten wollen würde. Und hier wollen wir dann halt dem Kunden einfach die Möglichkeit geben, dass er diesen auch wählen darf. Was dann natürlich sehr, sehr wichtig ist zu beachten, ist, dass der Versicherer entsprechend diese Dienstleister prüfen darf und freigeben muss, weil ist das nicht der Fall, könnte der Versicherer natürlich im Schadenfall sagen, gut, wir wussten nicht, dass dieser Dienstleister eingeschaltet wird, da sind wir nicht mit einverstanden und deswegen wollen wir jetzt hier nicht vernünftig leisten. Also das sind so aus meiner Sicht so die wichtigsten Themen, die wir da beobachten können. Jakob, viele Unternehmen sind sich unsicher, was genau eigentlich einen Cybervorfall auslöst. Was sind so aus deiner Sicht die häufigsten Missverständnisse rund um Policing Trigger? Ja, tatsächlich ist es das, was wir häufig beobachten, so in der Cyberabteilung, dass wir von Kundenseite oder auch Aon intern häufig dann zur Rate gezogen werden, wenn beim Kunden irgendeine Thematik mit einer Technik oder mit einer Software oder da steht irgendwo ein Computer drauf. Da ist der Begriff Cyber natürlich naheliegend, aber worauf wir wirklich gerne hinweisen, um auch wirklich Missverständnisse zu vermeiden, ist, dass der Trigger der Cyberversicherung die Informationssicherheitsverletzung ist. Die Informationssicherheit soll die Sicherstellung der Vertraulichkeit, Integrität und der Verfügbarkeit von Daten gewährleisten. Und das ist dann im Endeffekt auch die versicherte Gefahr, die dann dazu führen kann, dass die Cyberpolice getriggert wird. Also man kann so grundsätzlich sagen, wenn eine versicherte Gefahr im versicherten Computersystem auftritt, dann besteht auch Versicherungsschutz für die daraus resultierenden Kosten. Was sind so klassische Trigger, die wir nennen können? Also einer der klassischen Trigger ist die Datenschutz- und Vertraulichkeitsverletzung, also beispielsweise durch einen Cybervorfall wird die Datenschutzgrundverordnung verletzt. Dann selbstverständlich das, was wir schon häufig angesprochen haben, diese Netzwerksicherheitsverletzungen, also Ransomware-Attacken auf Kunden, DDoS-Attacken, also Denial of Service, man wird überlastet oder halt die unberechtigte Veränderung oder die Zerstörung von Daten. Was auch jetzt in der letzten Zeit auch nochmal sehr, sehr groß aufgekommen ist, sind die technischen Probleme.
Hier gab es ja letztes Jahr im Juli, können wir uns, glaube ich, alle noch ganz gut erinnern, diesen CrowdStrike-Vorfall, wo ein IT-Sicherheitsanbieter ein fehlerhaftes Update in die Welt geschickt hat und kurz danach konnte die halbe Welt nicht mehr fliegen und sehr viel anderes funktionierte auch nicht. Das ist auch etwas, was vielleicht auch vielen gar nicht so bewusst war, dass das auch ein Part einer Cyberversicherung sein sollte. Aber was wir vor allem in Deutschland beobachten konnten, war, dass damals dort auch vor allem große Wordings schon sehr unterschiedlich waren, wo wir mittlerweile aber auch Klarheit schaffen konnten im Markt. Was ist sonst noch eine Thematik, wo man hier achten sollte? Wichtig ist, was sind versicherte Computersysteme eines Kunden? Das ist natürlich alles, was mit der Software, die der Kunde nutzt, mit Datenverarbeitungsthemen, mit Systemnetzen. Was aber auch wichtig ist, dass wenn man selber einen Vorfall erleidet, dass auch, wenn man jetzt an Dritte ausgelagerte Computersysteme, also wir kennen das alle aus unserer Cloud beispielsweise, die wir bei unseren Handys nutzen, Infrastructure, Platform as a Service, Software as a Service, also dass all diese Themen, wenn man selber betroffen ist, auch mit abgedeckt sind, weil das bei dem Trend, den man heutzutage hat, immer mehr auch wirklich in Clouds auszulagern, ist natürlich auch ein riesengroßer Schadentrigger, auf den es zu achten gilt. Manuel, wenn es um Triebschäden geht, denken viele zuerst an Datenschutz. Aber da steckt mehr dahinter. Was ist aus deiner Sicht besonders wichtig im Hinblick auf neue regulatorische Anforderungen, wie zum Beispiel DORA oder NIS2? Ja, für uns derzeit sehr ein wichtiges Thema, gewinnt auch enorm an Bedeutung. Und zwar, wie du bereits sagst, weit über das Datenschutzthema hinaus. Es geht zunehmend um die regulatorischen Haftungen auch, also Anforderungen an die IT-Sicherheit, wie sie die zwei Gesetzgebungen, aber auch zusätzlich der AI Act zum Beispiel formuliert. Auch wenn Unternehmen eben gar keine personenbezogene Daten verarbeiten, kann das Unternehmen in den Fokus von den Behörden geraten. Zum Beispiel, weil technische Schutzmaßnahmen, die vorgeschrieben werden, gefehlt haben. Hot Topics sind auch Risiken rund um das versehentliche Sammeln von personenbezogenen Daten. Haben wir ja immer wieder auch erlebt, dass ein Unternehmen sich gar nicht bewusst war, dass sie diese Daten im System haben. Auch der Umgang mit biometrischen Informationen, das ist ein sehr heißes Eisen in den USA, hat auch zu großen Schadenfällen geführt. Problematisch ist, viele Versicherungsbedingungen verknüpfen den Schutz an die vollständige Einhaltung aller Vorschriften. Aber im echten Leben ist ja genau das, was dann zu den Verstößen überhaupt führt. Also ich spreche nicht von vorsätzlichem Verhalten, sondern unter Umständen von Fahrlässigkeit. Und genau dann sollte die Police auch greifen. Und das sollte ein Makler möglichst sicherstellen, zusammen mit dem Versicherer. Wir pushen da enorm auf das Thema von der affirmativen Deckung, also explizite Zusagen von den Versicherern, dass sie auch Hand bieten, wenn es zu einem Schadenfall kommt. Übrigens auch, wir haben vorher über das KI-Thema, also künstliche Intelligenz gesprochen, genau das Gleiche fordern wir auch dort. Ganz klare Aussagen der Versicherer, was ist gedeckt und was ist nicht gedeckt, um möglichst Ambiguitäten zu vermeiden. Zum Schluss noch ein Blick in die Zukunft. Warum ist neben dem Deckungsumfang auch die Quantifizierung von Risiken so entscheidend? Und wie unterstützt ihr das bei Aon? Ja, es ist immer wieder der Glaube da, dass eine gute Police nur mit einem guten Bedingungswerk funktioniert. Und das stimmt, ist natürlich eine Kernkompetenz, auf die wir stark achten. Aber es geht auch um eine realistische Einschätzung der Risiken. Also die Frage, wie viel Versicherungssumme brauche ich als Unternehmen überhaupt? Klar, man kann sich an Benchmarks orientieren, also Richtwerte von anderen Risikoprofilen, die sehr ähnlich aufgestellt sind. Aber wichtig aus unserer Sicht ist die Frage, die beantwortet werden sollte, was kann im schlimmsten Fall passieren? Ist die Implikation aus einem großen Datenschutzvorfall? Was bedeutet es für das Unternehmen, wenn der Betrieb einen Tag oder eine Woche stillsteht? Oder was bedeutet es, wenn ein kritischer Dienstleister komplett ausfällt, wie wir das vorher im CrowdStrike-Fall gehört haben? Um das greifbar zu machen, ich habe das im ersten Podcast angeteasert, jetzt in der Zwischenzeit ist dieses Tool live, der Cyber Risk Analyzer, ein Tool, das eben hilft, die finanzielle Exponierung realistisch einzuschätzen. Und vor allem, es schafft eine gemeinsame Sprache zwischen dem Risk Manager, der IT, Legal und der Geschäftsleitung, die letztlich den Entscheid auch treffen muss und das in Form vom finanziellen Schaden. So hilft das, eine strategische Diskussion auch im Unternehmen zu
ermöglichen über das Thema Risikotoleranz, Versicherungssumme, aber dann natürlich auch generell den Versicherungsbedarf. Aus meiner Sicht wichtig aktuell ist ein richtig oder ein guter Moment, um das Thema Cyberversicherung neu oder anders anzugehen. Nicht, weil in der Vergangenheit zwingend etwas falsch gelaufen ist, sondern weil wir jetzt einerseits einfach viel mehr Daten haben, also viel datengetriebener das Thema angehen können, viel bessere Produkte haben wir gehört, die konnten wir enorm weiterentwickeln, aber auch enorm viel Erfahrung aus dem Schadenfall beitragen können in diesem Markt. Das heißt, es ist ein gutes Momentum, um das Thema wieder zu besprechen. Genau, und um vielleicht auch Kunden einfach mehr Guidance bieten zu können, was ist die richtige Versicherungssumme. Also was wir auch immer in der Vergangenheit gerne mal beobachtet haben, war, dass Kunden hinsichtlich der Cyberversicherung nicht, wie man es beispielsweise bei Property, also bei seiner Gebäudeversicherung gemacht hat, sich wirklich sehr dezidiert mit der Summe, die man benötigt, auseinandergesetzt hat, sondern einfach erstmal ein Stück Versicherung gekauft hat. Es war auch eine neue Sparte. Eine neue Sparte hat man sich irgendwann entschieden, dazu zu kaufen, aber so richtig damit beschäftigt hat man sich nicht. Und das ist genau das, was Manuel sagt. Mittlerweile haben wir auch seitens Maklerseite dort einfach viel, viel mehr Informationen, die dabei helfen, Kunden einfach sicherer hinsichtlich ihres Risikomanagements aufzustellen. Vielen Dank euch beiden für die spannenden Einblicke. Wir verlinken wie immer weitere Informationen in den Shownotes und freuen uns auf die nächste Folge. Vielen Dank. Bis dann. Tschüss.